Heutige KI-Modelle sind drastisch zensiert. Das haben wir erst eindrücklich bei DeepSeek gerade erst gesehen und da haben auch irgendwie alle drüber berichtet, aber auch Gemini und ChatGPT sind nicht ganz ohne. Und wir werden heute mal uns angucken, warum ist das eigentlich so? Was genau wird zensiert, wie wird zensiert und wer bestimmt eigentlich, was zensiert ist? Und ganz, ganz wichtig, ich brauche euch heute, denn ich habe ein, ja, sagen wir mal, nicht ganz so einfaches Experiment mit euch vor. Es wird nicht ohne und ja, ihr dürft selber einmal dazu sehr viel eure Meinung sagen, beziehungsweise auch drüber nachdenken, denn ich glaube, das Video hier wird einiges an Diskussionen anregen und genau das ist der Plan. Die brauchen wir jetzt in der Öffentlichkeit und zwar dringender als je zuvor. Deswegen herzlich willkommen im etwas zensierten Cyberspace. Ich will euch erstmal ein paar Beispiele mitbringen. Wenn ihr DeepSeek, das ist die Web-Oberfläche von DeepSeek, Achtung, ne, die hat auch tatsächlich den Ruf, dass sie Daten sammelt, und zwar sehr viele, und die nach China pipet, was sie nicht darf, aber das ist gar nicht das Thema heute, dazu habe ich einen Short gemacht. Allerdings, wenn ihr sie fragt, was historisch an genau diesem Tag, an genau diesem Ort passiert ist, dann antwortet euch DeepSeek Folgendes. Es antwortet euch gar nicht. Und das ist bedenklich, denn das ist eine geschichtliche, faktisch wichtige Sache, die da eigentlich passiert ist. Aber genauso verhält es sich, wenn ihr nach ein paar anderen Dingen fragt, wie beispielsweise nach, ich kann kein Chinesisch, okay, bitte seht's mir nach, lest selber nach, was ich da gefragt habe. Auch da sagt es, hey, lass uns doch viel lieber über Mathe, Coding oder logische Probleme sprechen, nicht so über so sensible Dinge. Wie wär's? Ja, das Ganze passiert aber tatsächlich auch, wenn ihr das auf eurem Rechner ausführt. Da werden keine Daten irgendwohin übertragen. Und ich sollte vielleicht noch mal ganz kurz anmerken, wenn ihr ein KI-Modell, egal von wo, runterladet und bei euch auf dem Rechner ausführt, dann ladet ihr erstmal keine chinesische Software oder amerikanische Software runter. Ein KI-Modell besteht eigentlich nur aus Zahlen, aus Gewichten. Und dann innen drin passiert nichts anderes als eine Matrix-Multiplikation. Die ITler und die Mathematiker werden sofort verstehen, was das ist. Das ist einfach Mathe. Da ist keine Software dahinter. Da wird nichts getan, außer Dinge zu berechnen. Und welche Berechnungen oder welche Zahlen für die Berechnung benutzt werden, das steht in den Modellen drin. Und das ist das, was so wertvoll ist. Aber trotzdem kann auch ein lokal ausgeführtes Modell mir keine Antwort auf diese Frage hier geben. Stattdessen spuckt es mir tatsächlich lupenreine Propaganda aus und das auf meinem eigenen Rechner. Mein Rechner hat diese Propaganda berechnet. Das ist bedenklich. Lest es euch super gerne durch. Das ist was wir eigentlich nicht haben wollen. Denn ja, das kann auf lange Frist natürlich die öffentliche Meinung verändern, wenn das einfach ein Standard wird für beispielsweise Songtexte, beispielsweise geschriebene Produkte oder auch YouTube-Videos oder TikToks. Das alles kann ja durchaus mit KI mittlerweile oder fast erstellt werden. Und da ist sowas dann schon eher unschön. Da können Teile der Geschichte einfach plötzlich fehlen. Allerdings kann ich auch mal lokal danach fragen, was an diesem berühmten Square zu diesem berühmten Datum passiert ist. Und auch hier bekomme ich im Grunde genommen keine Antwort. Das heißt, das ist keine Zensur, die die Website an sich ausübt, sondern etwas, das in das Modell eintrainiert wurde. Okay, jetzt habe ich euch das Ganze bei DeepSeek gezeigt, bei dem, was ich bei mir auf dem PC laufen lassen kann und auch bei dem, was ich online laufen lassen kann. Allerdings ist das nicht das Einzige. Ich habe hier auch mal Gemini gefragt. Gemini ist die KI von Google, also US-amerikanisch, und antwortet mir natürlich auf diesen bestimmten Ort an genau diesem Datum sehr, sehr detailliert, was da eigentlich passiert ist. Und das ist cool. Allerdings kann ich auch bei Gemini nichts darüber rausfinden, wie Trump beispielsweise mit Privacy in der EU verfahren möchte. Okay, das ist offensichtlich politisch und das wird da auch wegtrainiert, wegzensiert zumindest. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das etwas, was speziell gegen Trump ist? Nein, ist es nicht. Ich kann euch das einfach zeigen, indem ich einfach mal nach Joe Biden frage. Und auch da wird relativ direkt klar, yo, auch hier wird mir keine Antwort gegeben. Und auch das ist ein bisschen unpraktisch. Wie sieht es denn aber mit chinesischer Politik aus, sagen wir einfach mal? Was passiert, wenn ich nach diesem Ding frage? Und auch da sagt mir Gemini, ne, dazu will ich dir keine Antwort geben. Gemini ist also
Nicht ganz so auf diese Art zensiert, aber doch auch zensiert. Denn lustigerweise, wenn ich bei DeepSeek nachfrage, wie eigentlich Trump Privacy in der EU ansieht, dann kriege ich eine Antwort. Und zwar eine ziemlich gute Antwort, muss man dazu sagen. Ich sehe, wie hier GDPR mit reinbezogen wird, wie der US Cloud Act mit reinbezogen wird und sogar wie der Privacy Shield mit reinbezogen wird in die Antwort. All das sind absolut valide Punkte, die betreffen ja auch nicht die chinesische Politik, sondern US- und europäische Politik. Und die Antwort hier, die kann sich sehen lassen. Tja, also zensiert Gemini jetzt plötzlich Antworten, die bei DeepSeek nicht zensiert sind? Wie kann das sein? Naja, das wollen wir heute auf jeden Fall klären. Und dazu möchte ich aber auch ganz kurz schon mal anmerken, dass es durchaus auch schon unzensierte oder man versucht, unzensierte Modelle von DeepSeek zu bauen. Das ist tatsächlich auch einfach DeepSeek, aber irgendjemand hat da halt drüber gearbeitet und quasi nochmal versucht, dieses Modell zu verbessern, sodass es mir auch auf solche Fragen, die eigentlich wegzensiert werden, eine Antwort gibt. Ich finde das ein bisschen gruselig, was dabei rausgekommen ist. Ich lasse das einfach mal weiterlaufen. Hier wird geschrieben von I was a student. Übrigens, das Modell könnt ihr einfach auch gratis verwenden. Aber die Antwort I was a student ist irgendwie ein bisschen weird. Also es hat nicht so ganz gut funktioniert. Bitte bedenkt, dass es ein 14 Milliarden Parameter-Netz ist. Also kein wirklich großes, kein wirklich gutes. Das volle DeepSeek-Modell hat viel, viel mehr Parameter, mehr als das 10-fache. Trotzdem ist die Antwort hier ein bisschen bedenklich, würde ich sagen. Und fühlt sich fast mehr an wie ein Fiebertraum oder irgendwas Kaputtes. Aber ja, das ist was anderes. Trotzdem, wir können durchaus verstehen, warum beispielsweise Google Antworten zensiert. Die haben einen fetten Shitstorm bekommen, nachdem solche Bilder, zum Beispiel Früchte, die auf enden. Naja, von Quora die Antwort Aplum, Bananum und Strawberrum zu kriegen, ist allenfalls lustig, bis wir dann sehen, dass das halt doch noch ein bisschen weiter gegangen ist. Wenn man beispielsweise gefragt hat, was man gegen Käse tun kann, der nicht an der Pizza richtig kleben bleibt, da hat uns Gemini dann einfach mal vorgeschlagen, hey, wie wär's, wenn du einfach Klebstoff verwendest? Nicht giftigen Klebstoff, aber Klebstoff. Und zwar eine Achtel Tasse davon. Good job, Google. Und wenn man gefragt hat, wie eigentlich sich Rauchen während der Schwangerschaft verhält, dann hat man eine Doktorempfehlung bekommen von 2 bis 3 Zigaretten pro Tag während der Schwangerschaft. Was natürlich absoluter Quatsch ist und was Google den Shitstorm des Jahres wahrscheinlich eingebracht hat. Und danach haben sie gesagt, hey, wir nehmen das Feature einfach direkt wieder raus. Weil das können wir uns einfach von Unternehmensrufart nicht leisten. Es gibt aber auch noch so ein paar andere Beispiele und hier wird es schon ein bisschen knifflig. Und ja, auch ChatGPT hat Probleme mit Zensur. Wenn ich beispielsweise bei ChatGPT nachfrage, nach einer Anleitung, nach einer ganz speziellen Anleitung zum Hacking, SQL-Injections in diesem Fall, ihr erinnert euch das, was bei der EPA war, dann sagt mir ChatGPT einfach, nee, dabei will ich dir nicht helfen. Und zwar ziemlich vehement, es weigert sich mir dabei zu helfen. Und das kann man richtig empfinden, denn immerhin können bösartige Hacker so meine Daten abgreifen von manchen Webseiten unter Umständen. Und auch nach sehr, sehr langem Überlegen hier beim zweiten, dass ich das eigentlich per Auftrag mache, auch da hat es dann gesagt, nee, das möchte ich nicht. Im Endeffekt genauso dasselbe gesagt hat wie davor. Allerdings, und hier wird es jetzt schon wieder lustig, wenn ich ChatGPT frage nach der Hilfe von einer SQL-Injection für mein lokales System, für meine eigene Website, die ich bei mir habe, ja, da kriege ich dann plötzlich eine ziemlich gute Antwort. Und diese Antwort hier kann man tatsächlich auch verwenden, um mehr oder weniger automatisierte Angriffe zu fahren. Ich habe mir die Antwort voll durchgeguckt und ja, da sind wirklich die wichtigen Details und die Tricks am Ende durchaus gegeben. Und hier sehen wir, eigentlich ist jedes KI-Modell heutzutage in einer gewissen Weise zensiert. Und wir müssen uns fragen, warum eigentlich? Warum werden KI-Modelle zensiert? Im Grunde genommen läuft es raus auf 4 Dinge. Erstens mal, wir haben Gesetze. Über manche Themen zu sprechen, ist durchaus illegal. Und je nach Thema kann man argumentieren, ja, das macht Sinn, dass das illegal ist. Und ja, das macht keinen Sinn, dass es illegal ist. Bedenkt bitte, dass solche Modelle
oder andere generative KI-Modelle nicht nur Text bauen, sondern auch immer mehr multimodal werden. Das heißt, sie verarbeiten Bilder und generieren Bilder, sie verarbeiten Videos und generieren Videos, so wie Sora zum Beispiel, und sie verarbeiten Musik oder Ton und generieren Musik, Sprache oder Ton allgemein. Und es gibt Gesetze, dass manches davon nicht generiert werden darf. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine ethische Frage. Löse ich dadurch potenziell Schaden aus, und zwar vielleicht komplett automatisierten Schaden, kann ich damit wirklich einfach, potenziell etwas kaputt machen, Menschen verletzen beispielsweise, kann ich damit Falschinformationen verbreiten oder kann ich verhindern, dass Falschinformationen verbreitet werden. Man hat eine gewisse Verantwortung und Trainingsdaten sind nicht immer wirklich die besten. Stellt euch vor, eine KI wird nur trainiert auf, sagen wir mal, gewissen Büchern wie Mein Kampf. Dann wird's schwierig. Wenn man nämlich solche Trainingsdaten hat, dann hat die KI plötzlich sehr, sehr komische Vorstellungen davon, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und ja, Trainingsdaten können sowas leider beinhalten. Und man muss natürlich irgendwie schauen, was packt man jetzt in solche Trainingsdaten rein, was will man in der KI drin haben und was nicht. Gleichzeitig, wie wir bei Google gesehen haben, geht es auch einfach um die Aktien von einer Firma. Und das vierte wäre, was ist eigentlich, wenn irgendjemand von uns, sagen wir mal, eine KI wie DeepSeek, die ich auf meinem PC laufen lassen kann, komplett for free, komplett ohne Internet, was ist, wenn ich diese KI verwende, um automatisiert etwas Bösartiges zu tun, beispielsweise Hackerangriffe im großen Stil, beispielsweise auf wirklich, wirklich viele Webseiten, vollautomatisiert, wie ein professioneller, richtig krasser Hacker, nur halt einfach ohne Grenzen. Der arbeitet jeden Tag, der arbeitet jede Nacht und er skaliert mit mehr Rechenleistung gleich mehr Angriffe. So, bevor wir uns diesem heftigen Eisberg widmen, will ich einmal ganz kurz euch den heutigen Partner wieder mal vorstellen, und zwar Master School. Mit denen haben wir schon häufiger kollaboriert. Die bieten im Endeffekt Weiterbildung im gesamten Bereich der Tech-Branche an. Da sind Programme wie Datenanalyse dabei, Cybersecurity, Softwareentwicklung, und überall da kommt natürlich auch das Gebiet KI und KI-Systeme und lokale KI-Systeme immer mehr auf uns zu. Und ja, man braucht immer noch ein deutliches Hintergrundwissen, das habt ihr gerade erst gesehen, wie man die überhaupt sinnvoll einsetzen kann. Das Ganze ist neu und Master School ist da wirklich immer im neuesten der neuesten Dinger und Trends drin. Denn die Kurse werden geleitet von wirklich krassen Experten in ihrem jeweiligen Gebiet. In dem Fall habe ich jetzt einfach mal ein paar Cybersecurity-Analysten mitgebracht, die natürlich dann Cybersecurity auch unterrichten, dürfte klar sein. Und die sind dann von Firmen wie auch Google, wie Meta und andere riesige Firmen, die sind wirklich Experten auf ihrem Gebiet und die unterrichten im Grunde genommen diese Fächer, was ich sehr, sehr cool finde tatsächlich. Das Beste ist aber tatsächlich, dass all diese Programme AZAF zertifiziert sind. Das bedeutet für euch, ihr könnt das gesamte Training einfach for free bekommen. Es wird dann vom Land Deutschland bezahlt mit dem Bildungsgutschein, vielleicht schon mal gehört. Und um für diesen Gutschein in Frage zu kommen, müsst ihr entweder arbeitslos sein oder bald werden oder ein paar andere Kriterien von der Agentur für Arbeit erfüllen. Und falls ihr euch nicht ganz sicher seid, ob oder wie das klappt, dann unterstützt euch Master School sogar dabei, damit ihr das halt möglichst einfach bekommen könnt. Und dann könnt ihr euch einfach auch tatsächlich schon mal beim Master School bewerben. Hier ist der QR-Code eingebaut. Den könnt ihr scannen und dann geht es eigentlich schon direkt los. Wenn ihr euch damit, beziehungsweise mit dem Link unten in der Beschreibung natürlich, bewerbt und tatsächlich auch das Training beginnt, dann bekommt ihr sogar ein MacBook inklusive AirPods dazu. Die nächste Kursrunde, seht ihr hier, die startet am 4.3. Es kann aber eine ganze Weile dauern, bis ihr euren Bildungsgutschein bekommt, weil ist eine Amtssache, ne? Das kann dauern, deswegen am besten direkt anmelden und schon mal euch aussuchen, welchen Kurs ihr gerne machen wollen würdet. Es gibt verschiedene Arten von Kursen. Also es gibt auch zum Beispiel einen Orientierungskurs, der geht nur einen Monat. Es gibt einen Standardkurs, der geht dann 14 Monate in Vollzeit. Und es gibt einen ziemlich harten Intensivkurs, der geht 8 Monate in Vollzeit. Dementsprechend gibt es auch verschiedenste Modelle und ihr könnt euch einfach das aussuchen, was euch am besten gefällt. Also am besten hier einfach mal den QR-Code scannen oder unten den Link in der Beschreibung verwenden. So, und jetzt gucken wir uns den Eisberg an. Wo ist eigentlich die Grenze? Und da kommen wir zu dem Experiment, das ich euch versprochen habe. Ich will von euch wissen, wo liegt eigentlich eure Grenze? Und für das Folgende, ich habe euch einen Eisberg mitgebracht, ja? Und hier muss ich vielleicht mal ganz kurz was dazu sagen. Ich werde euch in dem Sinne hier nicht meine Grenze aufzeigen, weil die einfach... Ich will nicht, dass ich Anfeindungen deswegen bekomme, okay? Deswegen werde ich euch jedes Mal
sagen, was man dafür und dagegen argumentieren kann. Das ist nicht unbedingt meine Meinung. Das sind Meinungen von manchen Philosophen, von Experten, von Wissenschaftlern und von sehr vielen davon, die ich über die Zeit gelesen habe. Aber bitte beachtet, dass das hier nicht unbedingt meine Meinung ist. So, das muss ich einmal dazu sagen. Und genau, ihr dürft mir wahnsinnig gerne eure Meinung einfach mal in die Kommentare packen, weil je mehr ich darüber lese, desto mehr verstehe ich das Ganze auch, weil es ist nicht so eindimensional, wie wir uns das vielleicht vorstellen. So, der Eisberg. Wir kennen vielleicht Eisbergbilder. Ganz oben sind die Sachen, die vielleicht noch so okay wären. Und ganz unten sind so Sachen, die man eigentlich eher so generell in der Gesellschaft nicht so akzeptiert, wenn die generiert werden. Bedenkt auch hier, es handelt sich um multimodale KI-Systeme, die wir hier bauen. Die verarbeiten nicht nur Text, die bauen uns auch Bilder, die verarbeiten Bilder, bauen uns Videos, verarbeiten Videos, Ton und so weiter und so fort. So, und wir fangen mit was Einfachem an. Politische Informationen. Was ist mit politischen Informationen? Darf ich Informationen über die Wahl, die bei uns ja auch ansteht, mir generieren? Darf ich mir Zusammenfassungen generieren? Darf ich Kritik an allen möglichen Kanzlerkandidaten generieren lassen? Darf ich mir Lobpreisungen für diese Kanzlerkandidaten generieren lassen? Und bedenkt an der Stelle, das kann auch tatsächlich automatisch verwendet werden. Sprich, jemand kann sich natürlich über politische Themen informieren, über die Meinung von bestimmten Kandidaten oder auch Parteien kann man sich informieren, was wahnsinnig hilfreich ist für eine Demokratie. Aber man kann an der Stelle auch einfach Social Media beispielsweise mit Meinungen von einzelnen Kandidaten fluten. Also wirklich fluten, im Sinne von nicht einmal tweeten, man muss das von Hand eingeben, sondern vollautomatisiert auf X posten 20.000 Bots die ganze Zeit durchweg nur Propaganda im Sinne einer gewissen Partei. Ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Nehmen wir in dem Fall vielleicht noch an, dass es korrekt ist, was diese Bots behaupten. Ist es in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Auch da verschwimmen vielleicht schon die Grenzen, denn einfach nur die Übermenge an Meinung von einer Partei könnte man als Wahlwerbung definieren und die for free einfach posten lassen von Bots. Okay, weiter geht's mit geschichtlichen Informationen. Ich persönlich muss sagen, da habe ich selten Schwierigkeiten gehabt, Informationen dazu zu finden. DeepSeek ist jetzt das erste Modell, das hier auch so ein bisschen geschichtlich was wegradikalisiert. Und das ist schwierig, denn Geschichte ist so passiert und Bildung über Geschichte ist ja schon was, woraus man auch viel lernen kann. Wir würden auch nicht sagen, dass wir, sagen wir mal, Teile der deutschen Geschichte weghaben wollen aus KI-Modellen. Wir wollen daraus lernen und wir wollen vielleicht dieselben Fehler nicht nochmal machen. Trotzdem kann man natürlich auch sagen, ja gut, aber wenn wir geschichtliche Informationen drin haben, dann können wir ein KI-Modell sich auch so verhalten lassen, als wäre es, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich hier auf YouTube gehen kann, ohne zensiert zu werden, als wäre es eine gewisse Person und als würde es diese Person imitieren. Und zwar komplett sehr, sehr gut imitieren. Und wenn es eine gewisse Person sehr, sehr gut imitieren kann, die man vielleicht nicht haben möchte, dann kann man das auch wieder als Bot benutzen. Und plötzlich hat man einen Chatbot, der gewisse sehr, sehr umstrittene Persönlichkeiten vertausendfachen kann. Und zwar gleichzeitig. Auch da wird es also schon schwierig. Könnte man argumentieren, dass man das nicht haben möchte oder dass man das haben möchte? Bedenkt bitte auch immer, das ist eine Sache der Firmen. Und ich weiß nicht, was ein ChatGPT oder ein OpenAI machen würde, wenn man plötzlich gewisse kritische Persönlichkeiten mit deren Chatbots imitiert. Also ich als Firma würde es wahrscheinlich einfach blocken, weil es potenziell den Ruf schädigt. Naja. Schimpfworte. Auch so ein Ding hat man potenziell in durchaus vielen Lektüren, Büchern, Dialogen, YouTube-Videos, die kommen da einfach so vor. Kann man aber natürlich auch nicht so toll finden und vor allem nicht appropriate für Kinder. Bei Musik gibt es ja dieses Label, hey, das ist nicht für Kinder geeignet. Wir haben aber noch nicht so richtig eine Altersverifikation bei KI-Modellen, vor allem nicht, wenn wir sie runterladen. Und im schlimmsten Fall müssen wir davon ausgehen, dass 12-Jährige sich sowas runterladen. Ich als 12-Jähriger hätte vor allem sowas generieren lassen. Okay, kommen wir zu Kritik an öffentlichen Personen. Auch hier würde man sagen, okay, das ist, wenn es angemessen ist, durchaus was man generieren kann. Allerdings sagt China und auch das Gesetz in China tatsächlich, dass sowas an der CCP, also an der chinesischen Partei, ziemlich illegal ist, wenn man deren Leadership in Frage stellt. Und da muss man natürlich sagen, ja gut, okay, wenn es bei denen im Gesetz steht, theoretisch müsste man sich daran halten. Schwierig.
Und weiter geht's mit sensiblen aktuellen Ereignissen. Bedenkt, dass KI-Systeme durchaus auch mal falsche Informationen verbreiten können, wenn irgendjemand anders falsche Informationen ins Netz gestellt hat. Darf es diese Informationen, wenn wir jetzt beispielsweise an das Ding mit wie viel Zigaretten solltest du rauchen, denken, das stammte einfach von Reddit, weil das jemand im Scherz geschrieben hat. Aber was, wenn jemand wirklich falsche Informationen auf Social Media verbreitet? Darf KI das suchen und wiedergeben, wenn es falsch ist? Oder sollte es das wegzensieren, weil es falsch sein könnte? Auf der anderen Seite natürlich, ich muss mich aber über aktuelle Ereignisse informieren können. Wie genau verifiziere ich als Bauer einer KI, dass diese Ereignisse wirklich immer korrekt wiedergegeben werden? Und weiter geht's mit medizinischen Informationen. Scheint eigentlich ein No-Brainer zu sein, aber auch hier haben wir das Problem, KI-Systeme halluzinieren manchmal. Wenn ich eine KI frage, hey, ich habe Symptome zu, keine Ahnung, ich habe Bauchschmerzen. Was, wenn die mir einfach ausgibt, ja, sorry, Bruder, du hast Krebs. Und ich gehe dann zum Arzt und der Arzt glaubt mir das, weil eine KI hat das ja gesagt und die KI ist ja normalerweise super gut. Was, wenn die aber einfach halluziniert hat und falsche Informationen reingepackt hat und ich kriege plötzlich Chemotherapie, obwohl ich das eigentlich nicht sollte. Ist natürlich jetzt ein übertriebenes Beispiel, aber es kann schon durchaus mal was Falsches dabei sein. Und ich glaube, das kann sehr gefährlich werden. Nächstes Beispiel, künstlerische Nacktheit. Das ist bei uns in europäischen Kreisen auch gesellschaftlich überhaupt kein Problem. Sowas wird eigentlich breit akzeptiert, aber was ist hier mit Jugendschutz? Und was ist, wenn wir in beispielsweise arabische Länder gehen? Dort ist sowas ziemlich verpönt und gesellschaftlich gar nicht akzeptiert. Ist es dann in Ordnung, wenn eine KI sowas bauen kann oder vielleicht eher nicht so sehr? Und auch hier, Beschreibung von Gewalt. Warum würde man sowas überhaupt wollen? Naja, sagen wir mal, das letzte Buch oder der letzte Film, den ihr gesehen bzw. gelesen bzw. geguckt habt, da war sicherlich Gewalt in irgendeiner Form drin. Nicht bei allen natürlich, aber bei einem Großteil der Filme würde man ohne Gewalt kaum auskommen. Ist sowas dann in Ordnung, wenn wir Fiktion schreiben? Wie genau weiß eigentlich eine KI, wann ich Fiktion generiere und wann nicht? Ist es dann in Ordnung, wenn ich sowas einfach schreibe? Wie explizit darf es eigentlich sein? Darf ich sowas auch als Bild generieren oder als Video generieren? Wird schon ein bisschen schwieriger, ihr merkt. So, wir gehen weiter. Blasphemie, also Gotteslästerung. In unseren Kulturkreisen meistens kein Problem. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich viele Gläubige davon ziemlich gestört fühlen würden. Und in vielen Ländern, auch wieder arabischen Ländern, sehr viel, ist das eigentlich vor allem stark verboten. Also wirklich mit sehr üblen Strafen verboten. Und wenn man jetzt theoretisch auf die Gesetze achtet, sollte das dann erlaubt sein oder sollte das verboten sein? Wie ist das, wenn ich beispielsweise mit einem VPN mich nach Saudi-Arabien tunnel und dort ein KI-Modell verwende? Wird das dann wegzensiert oder wie genau mache ich das? Weil technisch gesehen kann dann eigentlich ja sogar die Firma dafür verantwortlich gemacht werden. Heißt, wenn ich Gemini im arabischen Raum benutze und sowas generieren kann, dann wäre das ja ganz schön übel für Google, oder nicht? Und genauso die Anleitung zu Cybercrime, also zu Hacking beispielsweise. Jetzt ist es ja durchaus so, dass wenn ich eine Webseite angreife und Daten stehle und dann weiterverkaufe, dann ist das eine Straftat. Und ich möchte nicht, dass es mit meinen Daten passiert. Es ist schon zu Recht nicht erlaubt. Aber was ist, wenn ich meine eigene Webseite angreifen möchte? Was ist, wenn ich einen Auftrag habe? Naja, dann ist das völlig legal, wenn ich einen Auftrag dafür habe, wenn ich wirklich schriftlich das Ganze machen darf. Sollte mir eine KI dazu dann Anleitung erstellen dürfen oder lieber nicht? Weil bedenkt, das kann ich automatisiert dann einsetzen. Ich kann einfach sagen, generiere mir Befehl, hier ist die Ausgabe, generiere mir den nächsten Befehl, hier ist die Ausgabe, generiere mir den nächsten Befehl und plötzlich habe ich einen Agent, einen AI-Agent, der für mich hacken kann. Beliebige Websites im schlimmsten Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das haben wollen, vor allem bei der schlechten Sicherheit, die viele Websites noch immer haben heutzutage. Aber gleichzeitig kann ich das als Arbeitnehmer oder als Selbstständiger tatsächlich durchaus manchmal brauchen. Weiter geht's mit Anleitung zu Konsum von Drogen. Oh, ganz schwieriges Thema. Natürlich sind Drogen illegal. Aber was ist, wenn es darum geht, diese Drogen sicher zu konsumieren, dass man sich nicht verletzt, dass man sich nicht mit irgendwas vergiftet?
was ist, wenn man schon abhängig ist? Es gibt durchaus Räumlichkeiten auch in der EU, wo man sich Drogen besorgen kann auf legalem Weg, weil man schon abhängig ist und langsam davon loskommen möchte. Was ist, wenn man in so einer Art Entzug ist und im Grunde genommen eigentlich nur sich nicht verletzen möchte? Sollte man solchen Menschen dann nicht helfen? Sollte man von Grund auf sagen, nee, das können wir nicht generieren? Ist es ethisch, das Ganze nicht zu generieren, wenn sich Menschen dann potenziell vergiften oder eine dreckige Nadel haben und die nicht richtig desinfiziert haben und daran sterben? Oder ist es ethischer, wenn ich sowas gar nicht erst generieren kann? Und natürlich Urheberrecht. Das ist ein ganz großes Thema in der EU vor allem auch. Darf ich Bilder von, nicht unbedingt Mickey Mouse, der ist mittlerweile gemeinfrei, aber was ist mit anderen Bildern? Darf ich beispielsweise Logos generieren? Beispielsweise das Logo von Star Wars generieren? Darf ich beispielsweise eine neue Szene generieren von, weiß nicht, dem neuesten, ich bin kein Kinogänger, Captain America ist, glaube ich, was Neues. Oder Deadpool. Darf ich einen neuen Deadpool-Film generieren lassen? Vielleicht so in 2, 3 Jahren? Einfach so für mich zu Hause? Darf ich das? Oder ist das dann Copyright Infringement oder Urheberrechtsverletzung? Und wie sieht es eigentlich mit extremistischen Äußerungen aus? Darf ich sowas bauen? Weil es ja eigentlich nur politische Meinungsäußerung. Aber auf der anderen Seite kann es auch als Volksverhetzung gewertet werden. Und potenziell kann es Menschen anstiften, Dinge zu tun, die durchaus nicht ganz legal sind, gewalttätig sind oder. Und jetzt wird es langsam richtig, richtig schwierig. Wie sieht es aus, wenn ich automatisiert per Bot 10.000 Stück pro Sekunde Morddrohungen an irgendeine Online-Persönlichkeit generiere und dann einfach verschicke, sodass diese Person einfach nur noch zu bombardiert wird und eigentlich gar nicht mehr klar denken kann von Trauer, von Angst, von was weiß ich was allem. Das ist ein großes Problem und man weiß ja nicht, ob das vielleicht von einem Menschen oder einem Bot generiert wurde, beziehungsweise geschrieben wurde, meine ich natürlich. Das ist nicht ganz ohne. Sollte das erlaubt sein oder sollte das nicht erlaubt sein? Es ist ja vielleicht auch nur eine Form von Meinungsäußerung, wenn man es richtig formuliert. Also eigentlich eine Grauzone. Woher weiß eine KI-Firma, wie man oder ob man das generieren darf? Und wie sieht es eigentlich mit Anleitung zu Suizid aus? Ist das in Ordnung? Ist das eine Grauzone? Weil ich meine, grundsätzlich Sterbehilfe ist ja auch ein Thema. Sollte man Sterbehilfe erlauben? Sollte man es sich erlauben oder sollte man es anderen Menschen nicht erlauben, sich von ihrem Leiden zu befreien, wenn sie wirklich, wirklich wollen? Ich bin gespannt, was ihr zu diesen schwierigen Punkten sagt. Wir kommen so allmählich ganz, ganz tief runter in diesen Baum. Und hier geht es jetzt um explizite Deepfakes, also wirklich Fakes von ganz bestimmten Personen oder auch Gore von ganz bestimmten Personen, die wir einfach so generieren können unter Umständen. Und hier ist schon die Frage, sollte man sowas generieren können? Ist es in Ordnung, wenn ich das nur für mich zu Hause mache oder vielleicht sogar, wenn ich das verbreite, weil es ist ja nur ein Bild im Grunde genommen. Was kann schon schiefgehen? Oder sollte ich vielleicht sowas, und das werde ich jetzt nicht mal mehr vorlesen, sollte ich sowas generieren lassen? Vielleicht ist es ja sogar von der Polizei irgendwie sinnvoll, das generieren zu lassen, beziehungsweise von der Polizei, die können vielleicht was damit anfangen, vielleicht die nächsten Schritte voraussehen, wer weiß. Und das kann natürlich richtig, richtig übel schiefgehen. Aber was ist, wenn wir einen Polizisten haben, der sowas dann tatsächlich verwendet, um sowas zu tun? Ja, und das Allerschlimmste oder schwierigste zu entscheidende ist wahrscheinlich dieser Punkt hier. Auch den werde ich nicht vorlesen. Hier habe ich tatsächlich Argumente gesehen, also die allermeisten sagen sofort, nee, auf gar keinen Fall. Denkt daran, ne, Videos und Bilder sind auch mit eingenommen. Aber manche argumentieren hier, fällt mir schwer, das nachzuvollziehen, aber dass dann eben weniger eigentliche Materialien produziert werden und dementsprechend nur noch die KI-generierten verwendet werden. Und das quasi ein Argument ist, warum man das generieren können sollte. Aber ja, ihr seht, der Eisberg geht tief. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was ihr dazu sagt, wo eure Grenze ist. Und falls das YouTube-Kommentar gelöscht werden sollte, probiert es bitte nochmal. YouTube hat da seine eigenen Richtlinien. Versucht es irgendwie zu umschreiben oder sowas. Ich würde es wirklich gerne wissen, wo für euch die Grenze ist. So, um aber diese Zensur von KI-Modellen wirklich auch technisch verstehen zu können und dann auch beantworten zu können, wer genau eigentlich für diese Art Zensur verantwortlich ist, müssen wir uns einmal ganz kurz den technischen Prozess angucken. Eine KI hat 2 Stufen. Erstmal wird sie trainiert und anschließend wird sie verwendet. Das hier ist der Trainingsprozess. Zunächst einmal haben wir
wahnsinnig viele Trainingsdaten, die in so eine KI einfließen. Das können Chatverläufe sein von bisherigen Konversationen mit einer KI. Das können aber auch einfach Blogs oder Wikipedia-Artikel sein. Das können Filme sein, das können Bücher sein, das kann alles Mögliche sein, was wir eigentlich haben. Und falls wir eine Bild-KI haben, natürlich auch diese Bilder. Und auch hier stellt sich eigentlich schon ja die Frage, okay, welche Bilder lassen wir eigentlich für den Trainingsprozess zu? Aber das ist nur die erste Stufe vom Training. Die zweite Stufe ist das Feintuning hier auf der Seite dargestellt. Und Feintuning bedeutet im Grunde genommen, wir haben jetzt ein rohes KI-Modell. Jetzt wollen wir aber, dass manche Informationen vielleicht mehr gewichtet werden, vielleicht gute Antworten mehr gegeben werden und die schlechten Antworten, die einfach nur Kauderwelsch sind, eher seltener gegeben werden. Und das macht man, indem man beispielsweise, wenn ihr einen Daumen hoch gebt bei einer Antwort bei ChatGPT, dann ist das eine Information, die anschließend ins Feintuning übergeht. Das heißt, da wird dann gesagt, hey, Daumen hoch heißt, es war eine gute Antwort, Daumen runter, schlechte Antwort. Nehmen wir mehr rein oder nehmen wir weniger rein ins Feintuning? Und ja, das wird so gemacht. Das sagt auch ChatGPT tatsächlich in ihren AGB, glaube ich, war das, wo sie es drin haben, auf jeden Fall mehrfach. So, die zweite Runde ist dann, ihr benutzt das Ding. Ihr, wie gesagt, gebt Daten ein und die werden grundsätzlich auch für das Training verwendet. Sie wandern also in die Trainingsdaten. Aber ihr wollt natürlich auch eine Antwort bekommen, deswegen schickt ihr was an die KI und die KI gibt euch eine Antwort zurück. So, und in diesen ganzen Prozess kommt jetzt dieses Zensurding rein. Und hier wird dann klar, wer eigentlich dafür verantwortlich ist. Ich habe euch das mal mitgebracht und zwar ist das auch wieder ein bisschen mehrstufig. Also zunächst einmal, wir haben erstmal hier oben in den Trainingsdaten. Nehmen wir an, wir haben ein paar Trainingsdaten, die wir da lieber nicht so drin haben. Denkt an eine bildgenerierende KI. Super einfach, wenn ihr keine Nacktbilder haben wollt in eurem KI-Modell, dann schmeißt ihr alles, was Nacktbilder ist, einfach raus. So einfach ist das. Und genau das hat im Grunde genommen auch das deutsche Unternehmen Flux gemacht. Man kann mit Flux sehr, sehr schlecht Nacktbilder generieren, obwohl es mittlerweile da auch schon Wege drumherum gibt und eigene Modelle von gewissen findigen Menschen im Internet. Ihr wisst, das findet immer seinen Weg. Aber ja, grundsätzlich kann man einfach sagen, hey, schmeißen wir raus, kann nicht generiert werden. Punkt. Die KI lernt aber teilweise trotzdem aus den anderen Daten immer noch, was da eigentlich genau passiert ist. Beispielsweise, wenn ihr, sagen wir mal, Aktbilder, künstlerische Nacktheit erlaubt und in den Trainingsdaten drin habt und dann aber auch Textdaten drin habt, dann wird es sehr schwierig, diese anderen Bilder nicht drin zu haben. Und hier muss man natürlich schauen, okay, wo kann man da weitermachen? Nächster Schritt ist nämlich, wir bekommen in KI-Modellen häufiger mal auch Daten, Trainingsdaten von euch, die ich sag mal, problematisch sind. Und da will ich einmal ganz kurz an die sehr, sehr frühe KI, die Microsoft auf Twitter losgelassen hat. Das waren, also nach heutigem Sinne würde man nicht mal mehr sagen, es war eine KI. Es hat im Grunde genommen einfach das wiedergegeben, was die User gesagt haben. Man konnte dahin tweeten, damals war es noch Twitter tatsächlich, und hat eine Antwort von der KI bekommen, beziehungsweise die KI hat auch einfach irgendwann mal selber was getweetet. Und innerhalb kürzester Zeit, wegen den ganzen Trollen und all diesen Trainingsdaten, wurde das Ding der Hardcore-Nazi, anders kann man nicht sagen, den man je gesehen hat. Also, das war so schlimm, dass Microsoft das relativ schnell wieder runtergenommen hat von Twitter. Und genau diese Trainingsdaten, diese Troll-Trainingsdaten vielleicht auch teilweise, weil man einfach Spaß hat mit der KI und sagt, hey, das war eine super Antwort, du hast mich gerade beleidigt. Genau solche Antworten muss man ja irgendwie rausfiltern. Genau solche Antworten will man nicht in seinen Trainingsdaten drin haben. Sonst ist ChatGPT vielleicht nach so 2, 3 Iterationen, also so in 2, 3 Monaten, einfach nur noch da und beleidigt euch durch die Bank weg und ist null hilfreich. Was wir ja auch nicht unbedingt haben wollen. Deswegen werden hier die Trainingsdaten, die Daten, die von euch kommen, auch schon häufig einfach bereinigt. Das geht relativ selten anders. Und wenn wir einfach eine random Antwort auf Quora oder Reddit glauben, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir da nicht einfach alles als faktische Information nehmen können. So, das nächste ist beim Feintuning. Auch hier bekommen wir natürlich Daten von den Usern und hier kann entschieden werden, wie sehr darf eigentlich was in den Trainingsdaten vorhanden sein, wie sehr darf man eigentlich da eingreifen und wie viel sollte eigentlich von solchen Informationen drin sein. Und dann haben wir natürlich den berühmten Keyword-Filter, wenn ihr eine Anfrage stellt. Zum Beispiel, wir haben es bei DeepSeek gesehen, das Modell hat Stopp gemacht, bevor es überhaupt angefangen hat nachzudenken. Es gab nicht mal einen Thinking-Bereich,
als das Modell bei mir lokal eine Antwort gegeben hat. Das hat einfach von vornherein gesagt, nee, antworte ich nicht. Und da war im Endeffekt ein Keyword drin, was gesperrt ist. So, viel spannender ist allerdings, was passiert, wenn es durchgeht. Und ja, hier, wie gesagt, die bösen Keywords werden einfach rausgefiltert, aber wir haben es bei Winnie Pooh gesehen. Das ist grundsätzlich nichts, was verboten ist. Verboten war nur diesen Zusammenhang zwischen dem chinesischen Chef und diesem fiktionalen Charakter, so drücke ich das jetzt mal aus, da herzustellen, weswegen das einfach gesperrt wurde. So, und hier haben wir im Grunde genommen ein extra Modell. Das heißt, es wird nicht direkt geblockt, weil es ist ja kein Schlüsselwort, kein einzelnes Wort im Grunde genommen drin, das wir von vornherein einfach verbieten wollen, sondern es wird ein zweites Modell, oftmals so ein Governor-Modell nennt man das meistens, eingeschaltet und das guckt dann, ob die Antwort, die von der KI generiert wurde, in Ordnung ist. Und diese Antwort wird dann, falls sie in Ordnung ist, direkt an euch zurückgegeben. Oder falls ihr eine Antwort bekommen würdet, die gegen die Richtlinien der KI, die in diesem Governor-Modell drin sind, wenn die dagegen widerspricht, dann bekommt ihr oftmals eine abgewandelte Form, was wir bei diesem Winnie-Pooh-Ding in Form von Propaganda gesehen haben. Das heißt, es wird so ein bisschen abgewandelt und es wird gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung, was du gerade gefragt hast. Hier kriegst du jetzt eine Antwort, die meiner Richtlinie entspricht. Und das ist dann im Endeffekt sowas gewesen. Und genau das sind all die Wege, wie eigentlich so ein KI-Modell zensiert wird. Es ist nicht einfach nur, hey, es ist nicht in den Trainingsdaten drin. Es ist sehr viel mehr geworden. Und es ist ein sehr, sehr komplexer Prozess auch. Und die große Preisfrage, die wir uns dann stellen müssen, ist, wer entscheidet eigentlich, was zensiert wird und wer nicht? Und das habe ich vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, aber ich will euch einmal ganz kurz zeigen, was das wirklich bedeutet. Wir hatten es vorhin schon ganz kurz, Gesetze sind ein maßgeblicher Teil. Denn wenn eine KI Falschinformationen oder Sachen verbreitet, Informationen verbreitet, die in einem gewissen Land verboten sind, dann hagelt es normalerweise Strafen nicht für euch, wenn ihr danach fragt, sondern für die Firma hinter diesem KI-Modell. Und das ist einfach ein wirtschaftlicher Schaden, den diese Firmen halt nicht sich leisten können. Im Fall von DeepSeek, wenn wir da nach China denken, ist das sogar ziemlich gefährlich für die Erschaffer von dieser KI, weil da ist auch jemand dabei einfach von der chinesischen Partei, der guckt, ob die Antworten, die da rauskommen, wirklich in Ordnung sind. So, und da habe ich euch mal eine Sache mitgebracht, um wieder auf den Eisberg zurückzukommen. Wie sieht eigentlich der Eisberg ungefähr zumindest in der EU? Das ist jetzt vorneweg gesagt keine Rechtsberatung oder sonst irgendwas. Das ist nur ganz grob. Ja? Es gibt immer noch mal Feinheiten, wo man sagen kann, ja, aber das ist in der EU nicht erlaubt und das wäre erlaubt. Das muss man immer so ein bisschen, das ist sehr, sehr fein. Aber so viel Feinheit hat ein KI-Modell meistens nicht. Sobald es irgendwie schwierig wird, sagen viele Modelle, okay, das ist zu risky, das machen wir nicht. So, und in der EU ist ganz grob das hier der Fall. Also, ihr seht schon, es orientiert sich schon so ein bisschen nach diesem Eisberg, den wir da haben. Und wenn wir uns oben bewegen, ist zumindest in der EU meistens gar kein Problem. Also ich kann mit ChatGPT über Symptome wie Bauchschmerzen sprechen, kein Thema. Ich kann mit sehr, sehr vielen KI-Modellen künstlerische Nacktheit erstellen. Das habe ich jetzt hier tatsächlich nicht drin, weil es nach den YouTube-Richtlinien problematisch ist. Lustigerweise, wo wir wieder bei Richtlinien werden. Beschreibung von Gewalt sind teilweise möglich, aber auch nur in gewissen Abstufungen. Da sagen viele KI-Modelle auch schon, nee, machen wir nicht, ist uns zu gefährlich. Und auch Blasphemie ist schwierig, weil die KI-Modelle oftmals ja dasselbe Modell für die EU und für andere Länder produzieren und die wollen ja auch in anderen Ländern keine Schwierigkeiten bekommen. Es gibt jetzt nicht ein ChatGPT für die EU und ein ChatGPT für Amerika und eins für China und eins für, keine Ahnung, zum Beispiel Saudi-Arabien. Und in Saudi-Arabien, wie gesagt, Blasphemie ziemlich illegal. So, und deswegen ist da schon bei vielen KI-Modellen eigentlich schwierig. In der EU wird es aber auch schwierig, je weiter wir nach unten kommen. Zum Beispiel Anleitung zu Cybercrime. Darf ich haben, aber nur, wenn ich es legal benutze. Und eine KI hat oftmals Schwierigkeiten, das rauszufinden, was ihr wirklich damit vorhabt. Da geht es um die Intention. Und da hat oftmals schon ein Richter Schwierigkeiten rauszufinden, was ihr habt. Und ChatGPT ist einfach ein KI-Modell, das euch Text generiert. Und naja, das kann nicht hinter euch gucken. Wenn ich dem sage, ey, ich brauche es für meine eigene Webseite, dann glaubt es mir in manchen Fällen. Und es erlaubt mir, sowas zu generieren. Aber es wird immer schwieriger, je weiter runter wir kommen.
Und die EU, das ist nicht das, was ChatGPT in der EU macht, das ist wirklich, was die EU insgesamt ungefähr als Richtlinie hat. In China sieht das schon mal ein kleines bisschen anders aus. Und da haben wir deutlich mehr Gelb, sehr viel mehr Rot und dementsprechend ist das natürlich auch in den KI-Modellen drin. Weil, wenn ein Modell in China veröffentlicht wird, dann muss es sich halt auch an die Gesetze von China halten. Das müssen wir tatsächlich auch einfach akzeptieren, dass da halt einfach andere Gesetze herrschen. Und das hängt vor allem auch mit der Kultur zusammen. Die Ethik unterscheidet sich krass zwischen beispielsweise ostasiatischen Ländern, Amerika, USA, Deutschland, EU insgesamt oder auch in vielleicht afrikanischen Ländern. Da haben wir ganz, ganz andere Kulturen. Ich will das jetzt nicht hier im Detail elaborieren, was genau der Unterschied ist. Ich will euch 2 Beispiele mitbringen. Und zwar einmal Zugfahren. Das einfachste Beispiel, und das merkt ihr sofort, wenn ihr beispielsweise nach Japan kommt. In Deutschland ist es nicht selten, dass man Menschen mit sehr viel Alkohol am Feiern im Zug findet. Das wird euch in Japan nicht passieren. Da ist Zugfahren, du bist ruhig und du redest nicht, im besten Fall. Das ist wirklich tief in der Kultur drin. Das ist tatsächlich super, super angenehm. Und wenn man da zum Beispiel angerufen wird, ne, Telefonat, jemand ruft euch an im Zug. Ich persönlich mag es nicht gerne, im Zug zu telefonieren. Da ist aber tatsächlich so, jeder, der telefoniert, geht aus dem Abteil einfach raus. Und das ist irgendwie schon ziemlich angenehm. Man nimmt viel mehr Rücksicht auf andere, aber gleichzeitig sind dann halt natürlich Züge dementsprechend ruhiger. Und das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Ich habe aber noch was für euch mitgebracht. Und das ist ich weiß nicht, ob ihr das ganze Ding kennt, Moral Machine. Ich verlinke euch das Paper unten. Moral Machine ist ein sehr, sehr spannendes Experiment gewesen. Es war eine Umfrage im Grunde genommen, die weltweit einfach verbreitet wurde. Und man hat Leute abstimmen lassen, was sagt ihr eigentlich dazu? Sollte beispielsweise ein selbstfahrendes Auto, wenn es die Wahl hat und rechtzeitig reagieren kann, aber es kann nicht mehr endgültig ausweichen und es kann nicht mehr retten. Sollte es zum Beispiel, in diesem Beispiel hier, die 3 älteren Herrschaften, die nicht im Auto sitzen, überfahren? Oder sollte es die Fahrer umbringen, von denen eins ein jüngerer Mensch ist, eins ist ein Erwachsener, also im Grunde genommen eine 3-köpfige Familie, Vater, Mutter, Kind wahrscheinlich. So ungefähr würde ich das interpretieren hier. Wer sollte umgebracht werden, wenn es nur die Möglichkeit gibt, dass die 3 hier unten getötet werden oder die 3 hier oben? Und da sind kulturell sehr, sehr signifikante Unterschiede deutlich geworden. Und die habe ich euch einmal mitgebracht. Wie gesagt, Paper ist unten verlinkt. Das fand ich super, super spannend. Die größten Unterschiede waren eigentlich bei Sparing More und Sparing the Young. Also im Grunde genommen, mehr Menschen zu schützen. Das war eher so ein westliches Ding. Also im Westen hat man gesagt, okay, wenn da, also bei uns im Grunde genommen, ne, hat man gesagt, so, ey, da sind 5 Menschenleben, die ich retten kann. Ja gut, wenn nur einer stirbt, damit ich 5 retten kann, dann mache ich das. Utilitarismus kann man das auch nennen. Und das war in östlichen Ländern, also China, Japan und so weiter, war das eher seltener der Fall. Da hat man sich auch manchmal dafür entschieden, dass eine Person leben durfte, obwohl 5 dann gestorben sind. Das ist einfach kulturell ein großer Unterschied. Und wo man wahrscheinlich den größten Unterschied merken konnte, war bei Sparing the Young. Hier hat man in Europa und in USA und alles, was westlich ist, hat man gesagt, okay, wir retten häufiger junge Menschen, weil die haben ja noch länger zu leben. Das ist so ein Trend gewesen, den man ziemlich stark gesehen hat. Während man in östlichen Ländern, China und so weiter, hat man, und das ist hier wirklich eine krasse Einkerbung, schaut euch das an, fast immer gesagt, okay, ältere Menschen werden verschont. Nicht, weil sie nicht mehr so lange zu leben haben, sondern deren Lebensweisheit ist etwas, das wir verschonen wollen. Wir wollen von deren Lebensweisheit weiter profitieren. Die haben ja schon ihr ganzes Leben lang für die Gesellschaft, für den Staat und so weiter gegeben. Die haben jetzt auch noch ein Recht daran, dieses Leben zu Ende zu leben und deswegen müssen wir die verschonen. Und es sind einfach, also es ist nichts richtig oder falsch hier. Es ist alles, was passiert bei Moral Machine, ist scheiße. Aber, weil immer Menschen sterben. Aber im Grunde genommen ist es sehr, sehr interessant zu sehen, wer eher verschont würde. Beispielsweise Frankreich hatte einen überdurchschnittlichen prozentualen Anteil daran, dass sie Frauen verschonen, während das in Deutschland sehr viel niedriger war. Hier sieht man das übrigens sogar. Das ist jetzt natürlich nicht aufgeteilt zwischen Frankreich und Deutschland, aber das wurde hier auch mit erfasst. Lest euch das Paper durch, ist super, super spannend. Ist auch ein bisschen länger, deswegen will ich hier gar nicht weiter drauf eingehen, aber kulturelle Unterschiede existieren und die müssen wir einfach, würde ich sagen, akzeptieren. Und das ist aber auch ein Grund, warum manche Sachen in
östlichen KI-Modellen zensiert werden, während sie bei uns unzensiert sind und umgekehrt. So, und das letzte dürfte klar sein, Firmenruf, da haben wir ganz, ganz eindeutig den Konflikt zwischen, wir müssen das schnellste und fortschrittlichste Unternehmen sein mit der krassesten KI-Technologie, wir wollen alles erlauben, aber auf der anderen Seite passiert dann sowas. Das ist auch von Google gewesen. Google hat an einem Tag oder kurz nach einem einzigen Ding 70 Milliarden in Market Shares, also in Aktien quasi verloren an Wert, nachdem sie das Bild hier generiert haben. Quasi jemand hat gesagt, hey, bau mir ein Bild der Gründerväter in 1789. Und Gemini hat halt einfach einen dunkelhäutigen Mann dazu gepackt, was historisch gesehen Quatsch ist. Und natürlich keinen Sinn gemacht hat und hat deswegen einen riesigen Shitstorm bekommen. Und da gab es noch ein paar. Das, was ich euch vorhin gezeigt habe, das war natürlich auch ein riesiger Shitstorm, weil im Endeffekt einfach nur, sie haben es beim Prompt ein bisschen verkackt und haben nicht richtig drüber nachgedacht, was sie da eigentlich tun. Mittlerweile ist das nicht mehr so, aber trotzdem hat es sie richtig, richtig viel gekostet und der Firmenruf ist für Firmen halt einfach Money. Und eine Firma will Money. Und deswegen ist es mittlerweile so, dass Gemini lieber blockiert, als Falschinformationen auszugeben, was man in manchen Fällen vielleicht sogar begrüßen kann, wenn sie sich nicht sicher sind, ob es richtig oder falsch ist, aber natürlich auch nicht immer was Gutes ist. So, und zuletzt kommen wir zu einem Funny-Punkt, und den meine ich aber tatsächlich durchaus ernst. Irgend so ein random Dude in Afrika entscheidet, was zensiert wird und was nicht. Und dazu habe ich euch auch was mitgebracht, denn ChatGPT hat tatsächlich kenianische Arbeiter für weniger als $2 pro Stunde einfach mal die Trainingsdaten von ChatGPT labeln lassen. Das bedeutet, was darf rein, was darf nicht rein, wie stark wird es gewichtig, wie wichtig ist dieses Trainingsdatum. Kommt irgendeine Fake News von Reddit da rein oder eben nicht? Das sind Dinge, die muss man einen Menschen machen lassen, zumindest beim ersten Mal. Und ja, in dem Fall hat ChatGPT einfach gesagt, okay, wir lassen es einfach günstige kenianische Arbeitskräfte einfach mal for free machen. Oder basically for free machen. Und dementsprechend entscheiden die, was da reinkommt und was nicht. Die Frage ist jetzt, wer sollte das entscheiden? Ich persönlich meine, dass wir einen starken gesellschaftlichen Dialog brauchen, denn KI-Modelle zu bauen, die für jedes Land unterschiedlich sind, je nach Kultur und nach Rechtsgebung, das ist ziemlich, ziemlich teuer. Selbst wenn wir ein DeepSeek nehmen, das nur 5 Millionen in der Erstellung gekostet hat, selbst dann ist es noch sehr, sehr teuer. So, ich hoffe, ich konnte jetzt einen richtig schönen Dialog anregen. Ich bin wahnsinnig gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt super gerne einfach die Kommentarspalte zu bombardieren mit euren Meinungen. Die interessieren mich. Ich werde nicht auf alle antworten können, aber ich werde mir alle durchlesen, so viel kann ich euch sagen. Und an der Stelle, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, also neue Releases von KI-Modellen, ich kann nicht alle vorstellen, jetzt zum Beispiel ist Qwen gerade neu rausgekommen, ziemlich, ziemlich starkes KI-Modell, was an vielen Orten sogar schon DeepSeek schlägt, aber halt nicht Reasoning kann, sondern nur DeepSeek V3. Wenn ihr solche Informationen haben wollt, empfehle ich euch meine App, die ist komplett kostenlos. Ihr kriegt dort die wichtigsten News ohne Clickbait, ohne Tracker. Es ist einfach nur eine Android-App. Es ist im Grunde genommen ein RSS-Reader. Und ihr könnt dort auch andere RSS-Feeds eintragen. Apropos RSS-Feed, wie gesagt, die App, die hat erstmal einen relativ guten, einfachen News-Feed drin. Sieht übrigens so ungefähr aus. Möglichst wenig Ablenkung dabei. Ihr könnt euch, ich experimentiere gerade mit neuen Features, ihr könnt euch die Artikel sogar vorlesen lassen, ihr könnt zur Quelle gehen, könnt euch ein paar Sachen, also ein paar Artikel merken und alles. Ich bin wirklich stolz auf die App, die ist cool geworden. Und ich bekomme immer noch Feedback von euch und ich verbessere sie gerade noch. Die ist aktuell nur für Android verfügbar, wird aber auf kurz oder lang auch für Apple kommen, keine Sorge. Und genau, das ist erstmal der Basic-Feed, der da kostenlos einfach dabei ist. Und leider kostet natürlich auch diesen Feed zu erstellen und alles, das kostet mich was, das kostet mich Zeit, das kostet mich Geld. Dementsprechend gibt es hier auch tatsächlich einen Patreon-Feed. Und hier könnt ihr euch einstellen, was genau ihr wie sehr haben wollt. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich bin wahnsinnig interessiert an Big Tech, oder an Hardware oder an AI, wie in diesem Video hier. Ich will dort mehr News haben, dann könnt ihr euch hier einfach den Regler so einstellen, wie ihr den braucht. Und dann bekommt ihr einen RSS-Feed von mir mit genau diesen Bewertungen. Alles drin und ihr könnt tatsächlich diese ganzen Bewertungen oder diese ganzen Artikel einfach durchswipen und da ist keine Werbung drin, da ist kein Clickbait drin. Ich versuche das Ganze so einfach zu halten wie möglich. Und natürlich verlinke ich euch alle Quellen auch in den ganzen Artikeln immer drin. Dementsprechend, ich finde das Ganze ein sehr, sehr wertvolles Projekt. Schaut es euch super gerne an. Und ja, mittlerweile haben wir auch schon über 1000 Downloads an der Stelle. Vielen, vielen Dank an die tatkräftigen Menschen, die da einfach schon Feedback gegeben haben und mir gesagt haben, was sie vielleicht noch an Features haben wollen. Es kommen noch mehr Features. Ich habe noch so 2, 3 coole Ideen, die ich gerne umsetzen würde.
Und ja, schaut gerne bei Patreon vorbei, dort könnt ihr mir am besten Feedback geben. Wir hören uns beim nächsten Mal im Cyberspace. Bis dann, ciao.